Noch sind die Museen geschlossen, deswegen laden wir Sie ganz herzlich ein zu einem Rundgang während der Corona-Krise durch das Augustinermuseum. Wir zeigen Ihnen heute die Höhepunkte des Augustinermuseums. Wir sind jetzt in der Skulpturenhalle, dem Kernstück, dem Herzstück des Museums. Hier zeigen wir die Sandsteinfiguren des Freiburger Münsters, die Propheten, die im Hintergrund zu sehen sind. Das sind die Figuren, die eigentlich auf 50 Meter Höhe am Turm des Münsters positioniert sind. Sie wurden in den 50er und 60er Jahren ausgetauscht wegen des sauren Regens und der Umwelteinflüsse. Und sie haben jetzt hier in der Skulpturenhalle ihren Ort gefunden. Vor rund 10 Jahren ist dieser Teil des Museums fertig saniert worden durch den Frankfurter Architekten Christoph Meckler. Und er hat für diese Skulpturen einen neuen Raum geschaffen. Hier sehen wir bei einem der Hauptwerke des Augustinermuseums ein wichtiges Bild von Lukas Cranach dem Älteren, der Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes. Sehr schön hier zu sehen. Er sitzt auf seinem Grab mit seinen Wunden. Ein Bild, was natürlich auch jetzt in die Oster- und Passionszeit sehr gut passt. Das Bild hat eine ganz spannende Geschichte. Es stammt nämlich gar nicht aus unserer Region, sondern es war ursprünglich in der Stiftskirche in Halle an der Saale, ist dann aber nach der Reformation mit dem Bischof nach Aschaffenburg gekommen und dann als Geschenk 1809 an das Freiburger Münster, und die Erzdiözese Freiburg hat es als Dauerleihgabe dem Augustinermuseum übergeben. Ein Bild, was ganz typisch für Cranach ist, mit wunderbaren Details im Hintergrund. Man sieht eine herrliche Landschaft, die man durchaus in Mitteldeutschland platzieren könnte, mit Burgen und einigen Figuren, Stadtkulissen und einer wunderbaren, sehr fein ausgemalten Natur mit Tannenzweigen und Felsen im Hintergrund. Eindrucksvoll auch im Himmel eine Wolke mit lauter kleinen Engelsköpfchen, die auch ein bisschen Hoffnung machen in schwierigen Zeiten. Jetzt sind wir im zweiten Obergeschoss des Augustinermuseums auf der Gläsernen Brücke. Im Kaiserfensterfoyer im Hintergrund sehen wir ein wunderbares Beispiel von Glasmalerei. Glasmalerei ist hier im Haus auch ein großer Schwerpunkt. Viele der mittelalterlichen Scheiben stammen aus dem Freiburger Münster. Auch die Scheiben hier im Hintergrund, das sogenannte Kaiserfenster. Man sieht auf der linken Seite Kaiser Maximilian mit seinem Heiligen, dem heiligen Georg. Das Ganze eingebunden in eine eindrucksvolle Architektur, die schon ganz bestimmt ist von der neuen Renaissance in Italien. Und das Ganze ist aber eingebaut worden in den 1513 vollendeten Chor des Freiburger Münsters, der ja noch ganz im Stil der Gotik gehalten ist. Also Renaissancefenster in einem gotischen Chor. Hier besonders schön, weil das Sonnenlicht heute durch die Fenster tritt. Normalerweise haben wir die Scheiben künstlich beleuchtet, aber hier im Kaiserfensterfoyer zeigen wir die Scheiben mit natürlichem Licht. Wir sind jetzt im zweiten Obergeschoss des Augustinermuseums in der sogenannten Galerie. Von hier hat man einen besonders guten Blick auf die sogenannten Scheinwasserspeier. Scheinwasserspeier nennen wir sie,
weil sie gar keine wasserabführende Wirkung haben. Man hat sie damals nur aus dekorativen Gründen am Turm des Freiburger Münsters platziert. Hier sind die 7 Hauptsünden dargestellt, von denen 5 im Augustinermuseum präsent sind. Im Hintergrund können Sie sehen die Wollust, eine schöne junge Frau. Dann gibt es ein Schwein, das ist die Völlerei, und zum Beispiel auch noch den Hochmut, ein junger, eleganter Ritter. Es sind Skulpturen, die um 1300 entstanden sind und eben auf ungefähr 65 Meter Höhe am Turm des Münsters platziert gewesen sind. Man kann sie hier im Museum jetzt von Angesicht zu Angesicht sehen. Ursprünglich war natürlich nur der Blick der Gläubigen vom Platz des Münsters angedacht. Dort hat man quasi von unten nach oben hinaufgeschaut. Aber jetzt kann man hier im Museum die Skulpturen von allen Seiten, von oben und von unten bewundern. Jetzt sind wir im Chor der ehemaligen Augustinerkirche. Hier ist die barocke Kunst im Vordergrund und vor allem natürlich unsere Orgel. Das ist ein Orgelprospekt, der aus der Stiftskirche in Gengenbach stammt und 1904 von der Stadt Freiburg angekauft worden ist für das zukünftige Museum und dann mit einem neuen Orgelwerk ausgestattet worden ist von der berühmten Firma Welte aus Freiburg, die in den 20er und 30er Jahren Orgeln gebaut hat, aber auch automatisch spielende Pianos. Ein wunderbares Orgelwerk. Man kann diese Orgel natürlich auch hier hören und genießen. Normalerweise, wenn das Haus geöffnet ist, sind immer samstags um 12 Uhr hier Orgelkonzerte mit Studierenden der Musikhochschule Freiburg. Das ist ein großes Erlebnis und viele werden das im Moment vermissen. Einige Klänge werden wir auch heute in dieser Tour anspielen. In den Seitenkabinetten der Skulpturenhalle finden sich wichtige Kunstwerke vom frühen Mittelalter bis zum Barock hier im Augustinermuseum. Im Hintergrund sehen wir hier unseren Palmesel aus Oberrottweil. Es gab früher die Tradition, am Palmsonntag einen Christus auf einem Esel in der Prozession
mit sich zu tragen, meist auf Wägen, manchmal auf Sänften. Und dieser Palmesel ist wirklich von der Zeit gezeichnet. Er ist einer der ältesten Palmesel in Deutschland überhaupt, ein gotischer Palmesel. Man kann an dem Gesicht von Jesus sehr schön eine gotische Längung in den Zügen sehen. Man sieht auch, wie abgenutzt dieser Palmesel ist. Er war wirklich ein liturgischer Gegenstand, der bei den Prozessionen benutzt worden ist. Zum Abschluss zeige ich Ihnen noch das Relief des heiligen Sebastian. Sebastian ist so aktuell wie nie, denn Sebastian ist der Heilige, der auch damals gegen die Pest geholfen hat. Er ist der Heilige der Soldaten, der Polizisten, der Feuerwehrleute und er war verantwortlich für das Brunnenwasser, was man damals natürlich auch mit der Pest in Verbindung gebracht hat. Nicht sauberes Wasser war im Mittelalter immer ein großes Problem. Sebastian ist eine spannende Figur. Er war Soldat in römischen Diensten in den Truppen des Diokletian und hat sich zum Christentum bekannt. Er wurde dann verurteilt und wurde von seinen Schächerern mit Pfeilen durchbohrt. Dieses Relief zeigt so viele spannende kleine Details, die uns auch Freude bereiten. Es gibt zum Beispiel so ein Detail, im Vordergrund sind 2 balgende Hunde, es gibt Darstellungen von Blumen, man kann einen Löwenzahn erkennen. Und besonders interessant finde ich, dass im Hintergrund die Kulisse einer Stadt zu sehen ist mit den Wahrzeichen der 3 Weltreligionen. Man sieht einen Davidstern, man sieht das Kreuz und man sieht den Halbmond für den Islam. Also auch das vielleicht ein zuversichtliches Zeichen, dass in dieser Krise auch Hoffnung da ist. Hoffnung, dass das Museum bald wieder geöffnet ist und wir Sie hier im Haus begrüßen dürfen.